Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hi Jake, wie geht es dir heute? Hi Emma, mir geht's gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über etwas Lustiges sprechen. Piercings und Tattoos. Oh, das klingt interessant. Ich rede gern über Körperkunst. Was möchtest du wissen? Ich möchte dich fragen, ob du Piercings oder Tattoos hast. Ja, habe ich. Ich habe ein paar Piercings und ein kleines Tattoo. Und du? Ich habe meine Ohren piercen lassen und ein Tattoo an meinem Handgelenk. Das ist cool. Erzähl mir mehr über deine Piercings. Wie viele Ohrpiercings hast du? Ich habe 2 Piercings in jedem Ohr. Ich trage kleine Ohrringe im ersten Loch und einen kleinen Stecker im zweiten Loch. Ich habe auch meine Ohren piercen lassen. Ich habe 3 Löcher in einem Ohr und 2 im anderen. Ich liebe es, verschiedene Ohrringe zu tragen. Das ist schön. Manchmal wechsle ich meine Ohrringe jeden Tag. Das lässt mich frisch fühlen. Da stimme ich dir zu. Piercings machen Spaß, weil man sie oft wechseln kann. Sie verleihen deinem Look etwas Glanz. Ja, und sie sind nicht sehr schmerzhaft. Meine Ohrpiercings haben nicht wehgetan, als ich sie bekommen habe. Bei mir war es ähnlich. Ich erinnere mich, als ich mein erstes Loch bekommen habe, es fühlte sich wie ein kleiner Stich an und dann war es in Ordnung. Genau. Ich denke, Piercings sind eine gute Möglichkeit, deinen Stil auszudrücken, ohne viel Schmerz zu empfinden. So sehe ich das auch. Erzähl mir jetzt von deinem Tattoo. Wo ist es und wie sieht es aus? Ich habe ein kleines Herztattoo an meinem Handgelenk. Es ist einfach und schwarz. Ich habe es gewählt, weil ich die Bedeutung von Liebe und Leidenschaft liebe. Das ist sehr süß. Ich habe ein Tattoo von einem kleinen Stern an meinem Knöchel. Es erinnert mich daran, immer nach meinen Träumen zu greifen. Ich mag diese Idee. Tattoos können tiefere Bedeutungen haben und erzählen eine Geschichte darüber, wer du bist. Ja, ich glaube, Tattoos sind persönliche Kunst. Sie zeigen deine Persönlichkeit und deinen Lebensweg. Hat es wehgetan, als du dein Tattoo bekommen hast? Ein bisschen, ja. Es fühlte sich wie ein kleiner Kratzer an. Aber der Schmerz war schnell vorbei. Und ich war mit dem Ergebnis glücklich. So ging es mir auch, als ich mein Tattoo bekam. Es war ein bisschen unangenehm, aber ich habe es nicht gestört, weil ich es so sehr liebe. Ich denke, der Schmerz lohnt sich für die Kunst, die du auf deinem Körper trägst. Ja, und ich mag auch, dass Tattoos dauerhaft sind. Sie erinnern mich an einen besonderen Moment in meinem Leben. Da stimme ich zu. Jedes Mal, wenn ich mein Stern-Tattoo sehe, erinnere ich mich an mein Ziel und meine Träume. Möchtest du in Zukunft noch mehr Tattoos bekommen? Ja, das möchte ich. Ich denke darüber nach, ein Tattoo von einem kleinen Baum auf meinem Arm machen zu lassen. Ich liebe die Natur und das Wachstum. Das klingt schön. Ich denke darüber nach, ein Tattoo von einer Welle auf meinem anderen Handgelenk machen zu lassen, weil ich das mehr liebe. Wellen sind sehr dynamisch und voller Leben. Ich finde, das ist eine großartige Idee. Danke. Ich möchte dich auch nach deinen Piercings fragen. Hast du außer deinen Ohren noch andere Piercings? Nein, ich habe nur Ohrpiercings. Ich habe darüber nachgedacht, ein Nasenpiercing machen zu lassen, aber ich bin mir noch nicht sicher.
Ich habe auch über ein Nasenpiercing nachgedacht. Ich finde, es sieht cool aus, aber ich mache mir Sorgen um den Schmerz. Ich verstehe. Ich habe gelesen, dass Nasenpiercings etwas mehr weh tun können als Ohrpiercings. Ja, das habe ich auch gehört. Ich möchte mutig sein, falls ich es probiere. Es ist wichtig, sorgfältig nachzudenken, bevor man ein neues Piercing macht. Du solltest wissen, was dich erwartet. Ich stimme zu. Ich recherchiere immer ein bisschen, bevor ich eine Entscheidung über Körperkunst treffe. Das ist klug. So habe ich es auch gemacht, bevor ich meine Tattoos bekam. Ich habe verschiedene Designs und deren Bedeutungen angeschaut. Ich liebe es, dass Tattoos einzigartig und persönlich sein können. Kein Tattoo ist genau wie das andere. Ja, das ist eines der besten Dinge daran. Sie sind wie ein Fingerabdruck. Sie zeigen deine Individualität. Hast du Lieblingsorte, um deine Körperkunst zu bekommen? Ich habe meine Tattoos in einem kleinen lokalen Tattoo-Studio bekommen. Der Künstler war sehr freundlich und professionell. Das ist schön zu hören. Ich war in einem Studio, das für seine saubere und sichere Umgebung bekannt ist. Ich habe mich dort sehr wohl gefühlt. Es ist sehr wichtig, ein gutes Studio auszuwählen. Sicherheit und Sauberkeit sind die wichtigsten Dinge. Ja, ich schaue mir immer die Bewertungen an, bevor ich ein neues Studio besuche. Apropos Sicherheit, hast du nach deinem Piercing oder Tattoo irgendwelche Nachsorgeanweisungen befolgt? Ja, das habe ich. Nach meinem Tattoo musste ich es sauber halten und eine spezielle Creme auftragen. Ich musste auch die Sonne für ein paar Wochen vermeiden. Ich habe die gleiche Nachsorge für mein Tattoo befolgt. Und für meine Piercings habe ich darauf geachtet, sie jeden Tag mit einer Kochsalzlösung zu reinigen. Das ist sehr wichtig. Gute Nachsorge hilft, Infektionen zu vermeiden und hält deine Körperkunst gut aussehend. Ich denke, Körperkunst, egal ob Piercing oder Tattoo, ist eine Möglichkeit, sich auszudrücken. Sie zeigt deine Persönlichkeit und deine Geschichte. Da stimme ich vollkommen zu. Jedes Mal, wenn ich mein Herztattoo sehe, erinnere ich mich an die Liebe, die ich für meine Familie und Freunde habe. Und mein Sterntattoo erinnert mich daran, mutig zu sein und meinen Träumen zu folgen. Ich denke, Körperkunst kann auch ein Gesprächsstarter sein. Wenn Leute mein Tattoo sehen, fragen sie oft nach seiner Bedeutung. Ja, ich habe viele interessante Gespräche wegen meiner Tattoos und Piercings geführt. Es ist eine schöne Art, deine Geschichte zu teilen. Ich liebe das. Es lässt mich fühlen, dass ich mit anderen verbunden bin. Denkst du, dass du in Zukunft noch mehr Piercings bekommen wirst? Vielleicht. Ich habe darüber nachgedacht, ein zweites Loch im Ohrläppchen oder sogar ein Knorpelpiercing zu machen. Ich habe auch über ein Knorpel-Piercing nachgedacht. Ich finde, es sieht sehr stilvoll aus. Ja, das tut es. Aber ich möchte sicherstellen, dass ich es wirklich will, bevor ich mich entscheide. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, dass jedes Piercing und Tattoo eine wohlüberlegte Entscheidung sein sollte. Ich stimme zu. Ich möchte, dass meine Körperkunst bedeutsam ist und widerspiegelt, wer ich bin. Emma, ich bin froh, dass wir über diese Dinge sprechen können. Körperkunst ist eine persönliche Wahl und es ist schön, Ideen mit einem Freund zu teilen. Ja, Jake. Ich genieße unsere Gespräche über Piercings und Tattoos. Sie helfen mir, über meine eigenen Entscheidungen nachzudenken. Ich habe heute viel von dir gelernt. Ich fühle mich sicherer in Bezug auf meine Körperkunst und meine Zukunftspläne. Ich fühle mich genauso. Mit dir zu sprechen lässt mich erkennen, dass Körperkunst nicht nur darum geht, cool auszusehen. Es geht darum, sich auszudrücken.
Genau. Es ist eine Form von Kunst, die sehr persönlich und einzigartig ist. Danke, dass du deine Erfahrungen mit mir geteilt hast, Jake. Ich schätze das sehr. Danke, Emma, dass du so interessante Fragen gestellt hast. Ich genieße immer unsere Gespräche. Ich hoffe, wir können in Zukunft mehr über Körperkunst reden. Vielleicht können wir eines Tages sogar zusammen ein Tattoo-Studio besuchen. Das wäre lustig. Ich würde gerne verschiedene Designs sehen und neue Künstler kennenlernen. Ja, und wir können mehr über die Kunst des Tätowierens und Piercings lernen. Ich freue mich darauf. Es ist immer großartig, Ideen mit einem Freund zu teilen. Bevor wir unser Gespräch beenden, Jake, kannst du mir noch einmal sagen, was bedeutet dein Tattoo? Natürlich. Mein Sterntattoo steht für meine Träume und meinen Wunsch, nach den Sternen zu greifen. Es erinnert mich daran, mutig zu sein und auf mein Herz zu hören. Das ist sehr schön. Und was ist mit deinen Piercings? Haben sie eine besondere Bedeutung? Ich denke, meine Piercings repräsentieren meinen Stil und meine Liebe zur Körperkunst. Sie sind eine Möglichkeit, auszudrücken, wer ich bin. So fühle ich mich auch über mein Herztattoo und meine Ohrpiercings. Sie sind alle Teil meiner persönlichen Geschichte. Ja, jedes Stück Körperkunst erzählt eine Geschichte. Das macht sie so besonders. Ich bin froh, dass wir heute darüber gesprochen haben. Ich habe viel gelernt und fühle mich sicherer in meinen Entscheidungen. Ich fühle mich genauso, Emma. Danke für ein tolles Gespräch. Danke, Jake. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ich auch. Hab einen schönen Tag, Emma. Du auch, Jake. Bis bald. Lustiges. Lustiges. Das Spiel ist sehr lustiges. Er erzählt lustiges Witze. Wir hatten einen lustiges Abend. Körperkunst. Körperkunst. Körperkunst ist eine faszinierende Ausdrucksform. Viele Menschen interessieren sich für Körperkunst. In einigen Kulturen ist Körperkunst sehr wichtig. Fragen. Fragen. Ich möchte dich etwas fragen. Kann ich Sie etwas fragen? Er hat vergessen zu fragen. Tattoo. Tattoo. Das Tattoo ist schön. Ich möchte ein neues Tattoo. Sie hat ein Tattoo auf ihrem Arm. Handgelenk. Handgelenk. Das Handgelenk ist verletzt. Ich trage ein Armband um mein Handgelenk. Das Handgelenk bewegt sich beim Schreiben. Bedeutung. Bedeutung. Die Bedeutung des Wortes ist wichtig. Ich verstehe die Bedeutung dieser Aussage nicht. Die Bedeutung von Freundschaft ist tief. Leidenschaft. Leidenschaft. Leidenschaft ist wichtig für das Glück. Sie hat eine Leidenschaft für die Musik. Seine Leidenschaft treibt ihn zum Erfolg. Geschichte. Geschichte. Die Geschichte ist interessant. Ich lese ein Buch über die Geschichte. Unsere Geschichte beginnt hier. Persönlichkeit. Persönlichkeit. Jede Persönlichkeit ist einzigartig. Die Persönlichkeit eines Menschen kann sich ändern. Es ist wichtig, die Persönlichkeit zu verstehen. Weg. Weg. Der Weg führt zum Park. Ich kenne einen kurzen Weg. Wir müssen den Weg überqueren.
Kratzer. Kratzer. Der Kratzer ist auf dem Tisch. Ich habe einen Kratzer auf meinem Auto. Sei vorsichtig, um keinen Kratzer zu machen. Nachsorge. Nachsorge. Die Nachsorge ist wichtig nach der Behandlung. Wir haben ein Nachsorgeprogramm für die Patienten. Die Nachsorge hilft, Rückfälle zu vermeiden. Infektionen. Infektionen. Infektionen können ernst sein. Viele Infektionen lassen sich verhindern. Ärzte behandeln Infektionen mit Medikamenten. Entscheidung. Entscheidung. Die Entscheidung war schwer. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Wir müssen die Entscheidung schnell machen. Künstler. Künstler. Der Künstler malt ein schönes Bild. Viele Menschen bewundern den Künstler. Der Künstler hat eine interessante Ausstellung. Sicherstellen. Sicherstellen. Wir müssen sicherstellen, dass alle pünktlich kommen. Die Firma wird alles sicherstellen, um die Qualität zu gewährleisten. Ich möchte sicherstellen, dass du die Informationen verstanden hast. Wie viele Piercings hat Jake in seinen Ohren? Was symbolisiert Jakes Stern-Tattoo? Was bedeutet das Wort Piercing? Wie wird das Wort Tattoo richtig verwendet? Gut gemacht. Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du kein Gespräch verpasst. Bis zum nächsten Video.